Die englische Königin Elisabeth II. Wird häufig mit einem prächtigen Diadem gesehen, das einst der russischen Großfürstin Wladimir gehörte, einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der russischen Zarenfamilie. Das Wladimir-Diadem ist eines der wenigen Schmuckstücke, das die russische Revolution überlebt hat, dank der Heldentat eines mutigen Mannes. Dies ist die Geschichte der einzigartigen Schmuckstücke des ehemaligen russischen Zarenhauses, deren Macht und Reichtum bis heute unerreicht ist. Es war ein Symbol, um seine Macht, Stärke und Prestige zu zeigen. Diese beeindruckenden Schmuckstücke erzählen die Geschichte der unbegrenzten Macht einer Familie und deren dramatischen Niedergang nach der Hinrichtung des letzten Zaren. Als man die Familie losgeworden war, hatte es keinen Sinn, die Juwelen zu behalten, da man das Geld brauchte. Die Geschichte beginnt mit der Krönung von Nikolaus II. Der letzte Zar von Russland wird 1896 gekrönt. Bei der Krönungszeremonie trägt Nikolaus II. Alle Symbole der kaiserlichen Macht, die seit Generationen die unermessliche Macht und den Reichtum einer einzigen Familie repräsentieren. Die Kaiserkrone ist ein Meisterwerk der zeitgenössischen Lapidarkunst, das erstmals 1762 von Katharina der Großen getragen wurde und nun ein letztes Mal von Nikolaus II. Neben Nikolaus II. Sieht man seine Frau Alexandra, die neue Zarin. Für diesen besonderen Anlass wurde eine neue Kaiserkrone angefertigt, da ihre Schwiegermutter, die dänische Kaiserwitwe Dagmar, noch immer die First Lady war. Die Kaiserinnen trugen all die großen Schmuckstücke und den Glitzer, weil es ein Statussymbol war. Das Volk mochte es, wenn die Romanows sich mit all ihren Juwelen zeigten. Alle Mitglieder der russischen Zarenfamilie sind bei der Krönung anwesend. Alle Großherzoginnen tragen zu diesem Anlass ihren schönsten Schmuck. Als Erinnerung an die Krönung haben 18 Großherzoginnen vom Zaren eine besondere Krönungsbrosche erhalten. Die meisten dieser prächtigen Juwelen sind verschwunden. Aber im dänischen Königshaus gibt es noch eine Krönungsbrosche, die von Großherzogin Anastasia vererbt wurde. Neben Anastasia sieht man die Tante von Nikolaus II., die Großherzogin Wladimir. Nur eines ihrer Diademe ist heute noch vorhanden und wird von der englischen Königin Elisabeth getragen. Die Pracht des kaiserlichen Hofes übertrifft alles und der Reichtum der kaiserlichen Familie ist enorm. Die Paläste waren absolut riesig. Es ist sehr schwer, sich heute vorzustellen, wie sie damals aussahen. Ich weiß, dass mein Vater den Buckingham Palace immer als Häuschen bezeichnete, verglichen mit den Palästen in Russland, insbesondere dem Winterpalast, der riesig war. Er spielte mit den Mädchen des Zaren auf den Korridoren. Und mit seinen Brüdern veranstaltete er Radrennen und Rollschuhwettbewerbe. Denn die Korridore waren so riesig. Es fühlte sich an, als würde man eine Landstraße rauf und runter laufen. Alles am erhabenen russischen Hof wird durch Frankreich beeinflusst.
Ganz Europa war von Paris beeindruckt und suchte den Kontakt. Aber eines der Länder, das am stärksten von Frankreich beeinflusst wurde, war Russland. Mehr oder weniger alles in Russland wurde von der Pariser Mode und Lebensart beeinflusst. Am Hof wurde Französisch gesprochen und der Tisch wurde nach französischer Art gedeckt. Die Leute kauften ihre Kleidung in Paris und sie schickten sogar ihre Wäsche zur Reinigung nach Paris. Im Laufe der Generationen hat das russische Zarenhaus die größten Juwelen von tadelloser Qualität erworben. Der Hof gleicht 1001 Nacht mit Diamanten von der Größe einer Walnuss, Rubinen und Smaragden. Rot wie Blut und grün wie das Leben. Saphire von der Größe eines Taubeneis und Perlen wie riesige Regentropfen. Alle perfekt aufgereiht und eingebettet in Platin, Gold und glitzernden Brillanten. Alles funkelt wie das Wasser eines Brunnens, der alle Farben des Regenbogens zeigt. Die Russen liebten es, ihren Schmuck zur Schau zu stellen und ihren Reichtum und ihren Geschmack durch Schmuck zu zeigen. Meine Großmutter sprach immer von dem unglaublichen Glitzern der Juwelen der Frauen auf dem Ball. Und der Raum hatte erstaunliche Kronleuchter und viele Kerzen. Es war für sie ein unvergessliches Erlebnis. Der Hofjuwelier Fabergé ist dafür bekannt, dass er für die russische Zarenfamilie ein künstlerisches Meisterwerk nach dem anderen herstellt. Fabergé, der berühmteste Juwelier des kaiserlichen Russlands, hat eigentlich keinen klassischen Schmuck entworfen. Er designte Objekte, jede Art von Objekten. Die Russen mussten alles mit Gold und Edelstein verzieren. Also gab es Fabergé, um ihr Schreibgerät, ihre Glocke, was auch immer, in ein kostbares Objekt zu verwandeln. Jedes Jahr stellt die Fabergé-Werkstatt prächtige und einzigartige Ostereier her, die der Zar an seine Liebsten verschenkt. Dieses Ei mit handgemalten Bildern von dänischen Schlössern wird für seine dänische Mutter hergestellt. Diese kaiserlichen Eier von Fabergé enthielten alle eine Überraschung oder ein Geheimnis. Man drückte auf einen kleinen Diamanten und dann sprang etwas aus dem Ei heraus. Es gibt auch ein Ei mit der Nachbildung des transsibirischen Zuges. Etwa so groß, aus Platin. Es gibt auch eines mit der kaiserlichen Yacht oder die Nachbildung der kaiserlichen Kutsche. Der Reiz lag darin, dass es eine Überraschung war, wie der Kaiser seiner Frau oder seiner Mutter machen konnte. 1903 veranstalten Nikolaus II. Und Alexandra einen prächtigen Ball im Winterpalast. Alle Gäste sollen in passenden Kostümen aus dem 17. Jahrhundert erscheinen. Kostümbälle an Königshöfen sind eine sehr alte Tradition. Der Unterschied zu anderen Kostümbällen ist, wir mieten ein Kostüm oder was auch immer und wir bedecken uns mit falschem Schmuck. Dort waren die Juwelen echt. Sie hatten Kostüme, die mit echten Edelsteinen dekoriert waren. Die Gastgeber geben sich mit ihren Kostümen sehr viel Mühe und bestellen sogar extra Schmuck bei Fabergé.
Der Hut von Zar Nikolaus II., der dem Hut eines Zaren aus dem 17. Jahrhundert nachempfunden war, war mit echten Steinen besetzt. Die Kaiserin hatte Fabergé gebeten, eine Halskette zu kreieren mit den größten Steinen, die es gibt. Und sie hatte einen Smaragd, der so groß war, wie man auf dem Bild sieht. Die Tante des Zaren, Großherzogin Wladimir, trägt ein prächtiges Kostüm. Für diesen besonderen Anlass hat sie als Kopfschmuck eine Kette aus großen und seltenen Smaragden. Diese einzigartige Kette hat sie von ihrem Schwiegervater, Zar Alexander II., als Hochzeitsgeschenk erhalten. Meine Urgroßmutter hatte eine große Vorliebe für Juwelen. Sie war eine Dame, die schöne Dinge liebte, und sie hatte die Mittel, sie zu kaufen. Sie gab viel Geld dafür aus. Ihre Zimmer in St. Petersburg im Wladimir-Palast waren voller Juwelen. Sie hatte in jeder Ecke ihres Zimmers einen Schrank in der Farbe der Juwelen. Sie hatte also einen weißen Kabinettschrank mit Diamanten, einen grünen, einen blauen und einen roten. Ihre Sammlung war außergewöhnlich. Die Leute, die sie besuchten, wurden zu ihr gebracht und sie hatte große Freude daran, die Juwelen zu zeigen. Großherzogin Wladimir stammt ursprünglich aus dem Herzogtum Mecklenburg-Schwerin in Norddeutschland. Sie heiratet 1874 den zweiten Sohn des russischen Zaren, Großfürst Wladimir, nachdem sie zuvor ihren deutschen Verlobten, Fürst Georg von Schwarzburg-Rudolstadt, verlassen hat. Georg von Schwarzburg war viel älter und stammte aus einer eher unauffälligen deutschen Familie. Ich kann nicht sagen, wie interessant er selbst war, der arme Mann. Wie auch immer, als Wladimir auf der Bildfläche erschien, war sie sehr angetan von ihm. Und für eine junge, ehrgeizige Frau war er eindeutig ein viel interessanterer Lebenspartner. Und es war eine sehr erfolgsversprechende Ehe. Zu ihrer Verlobung mit dem Zarensohn trägt Großherzogin Wladimir ein Diadem mit einem 137-karätigen Saphir. Der prächtige blaue Edelstein, so groß wie ein Taubenei, wird 35 Jahre später in einem neuen, prächtigen Schmuckstück des Juweliers Cartier wiederverwendet, der ein neues Diadem im russischen Kokoschnik-Stil anfertigt. Eine Besonderheit: die Saphire können aus dem Diadem herausgenommen und als individuelle Brosche verwendet werden. Der Kokoschnik ist eine alte russische Tradition. Ein Haarschmuck, den Frauen und junge Damen trugen. Es ist eine Art Diadem, aber aus Seide oder Samt. Je reicher man war, desto mehr Juwelen fügte man der Grundform hinzu. Und am Ende entwarf man Diademe, die wie Kokoschniks aussahen. Die kaiserliche Familie hatte viele davon. Großfürstin Wladimir hatte natürlich Dutzende von Kokoschniks. Alle besetzt mit Saphiren, Smaragden, Rubinen, Diamanten, Perlen, was immer man wollte. Die besten Juweliere findet man in Paris. Bei Chaumet und Cartier bestellen die Mitglieder der kaiserlichen Familie modische Schmuckstücke, die die kaiserliche Pracht unterstreichen sollen. Sie bestellten die Juwelen bei Cartier oder Chaumet. Häufig kauften die Russinnen wie Großfürstin Wladimir kein fertiges Schmuckstück. Sie brachte ihre eigenen Edelsteine aus dem russischen Schatz mit und fragte Cartier oder Chaumet, können Sie ihn einfassen? Also fügte er ihn ein oder entwarf unterschiedliche Designs. Oder sie kam und sagte, ich möchte diese Art von Design. Es war am Ende ein einzigartiges Stück, nur für sie entworfen. Zu ihrem silbernen Thronjubiläum im Jahr 1899 erhält die Großherzogin ein sehr modernes Schmuckstück, das Wasserfalldiadem, hergestellt vom Juwelier Chaumet in Paris. Der Hofjuwelier Bollin hat in St. Petersburg ein großes Geschäft über mehrere Stockwerke, direkt neben dem Winterpalast.
Über 100 Jahre lang beliefert Bolin die russische Zarenfamilie mit den prächtigsten Juwelen. Unter anderem fertigt das Unternehmen ein Diadem an, mit feinsten Perlen umrandet von Diamanten. Ein Auftrag von Zar Alexander I. Das Diadem gehört zu den russischen Kronjuwelen. Aber die Mutter des Zaren, die Kaiserwitwe Dagmar, ist von diesem besonderen Schmuckstück so begeistert, dass sie es zu Hause aufbewahrt. Auch Zarengattin Alexandra trägt am liebsten die Meisterwerke von Bolin. Die letzte Kaiserin war in gewisser Weise sehr fesch. Sie hatte einen großen Sinn für Mode. Sie kleidete sich schön und mochte Schmuck. Und entweder entwarf sie ihn selbst oder sie ließ ihn unter ihrer Anleitung entwerfen. Sie hatte 2 Lieblingsdiademe. Eines war riesig, verziert mit Diamanten und Perlen. Damit ließ sie sich fotografieren. Ich glaube, dieses Diadem wurde während der Revolution zerstört. Dieses besondere Diadem wird ebenfalls von Bolin hergestellt. Und ein anderes fabelhaftes Stück hatte einen rosa Diamanten in der Mitte, der bekanntermaßen sehr selten ist. Dieses Diadem ist nicht von Bolin, wird aber mit einer von Bolin entworfenen Hochzeitskrone getragen. In der russischen Zarenfamilie ist es Tradition, dass alle Großherzoginnen dieses Set zu ihrer Hochzeit tragen. Im Jahr 1902 trägt Großherzogin Wladimirs Tochter Helena das typische Brautset. Bolin hat auch das Lieblingsdiadem der Großherzogin Wladimir entworfen, das Kreisdiadem mit den großen Perlentropfen. Aus Angst vor einem Attentat sind Nikolaus II. Und seine Frau in ein Anwesen außerhalb von St. Petersburg gezogen. Die Menschen hungern und die Kluft zwischen den einfachen armen Russen und der überaus reichen Zarenfamilie ist enorm. Das große Drama war, dass die kaiserliche Familie völlig von der russischen Realität abgeschnitten war. Sie waren dem Volk völlig unbekannt. Keiner kannte sie. Sie waren nur in ihren Palästen. Die letzten Kaiser hatten die besten Absichten. Sie waren nette Leute, sie waren gute Leute, sie waren nicht grausam. Aber sie hatten keine Ahnung von der Realität. Wenn der Zar und die Zarin nicht in der Stadt sind, beherrscht die Großherzogin Wladimir die gesellschaftlichen Kreise. In ihren prächtigen Salons spielt sich das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Oberschicht ab. Das ist ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Zarin. Kaiserin Alexandra war eifersüchtig und die beiden hassten sich abgrundtief. Es gab endlos viele Intrigen von Großherzogin Wladimir gegen die Kaiserin. Also war es von Anfang an schwierig. Und die Intrigen der Großherzogin Wladimir gingen insofern ein bisschen weit, als es nicht mehr nur um Klatsch und böse Kommentare ging. An einem bestimmten Punkt wollte sie den Kaiser und die Kaiserin austauschen und ihren Sohn zum Kaiser machen. Großherzogin Wladimir hat auch eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Neffe Zar Nikolaus II. Das riesige Land regieren soll. Ich glaube, sie hat allen Angst gemacht. Sie war furchteinflößend. Alle in der Familie hatten große Angst vor ihr. Sie wusste, was sie wollte, und sie zwang allen ihren Willen auf. Meine Urgroßmutter war immer unterwegs. Sie kannte jeden und sie war mit jedem in Kontakt. Sie mochte es bei allen großen Entscheidungen, die in Europa getroffen wurden, mit dabei zu sein. Sie hatte ein Gespür dafür, wo etwas passierte und hatte vermutlich bei vielen Dingen auch ein Mitspracherecht. Großherzogin Wladimir lebt in unmittelbarer Nähe zu den Machthabern. Sie nimmt an allen offiziellen Anlässen teil. Hier ist sie gut zu sehen in ihrem dunklen Kleid, gleich hinter dem Zaren und der Zarin.
In Russland ist die Jusupow-Familie bei weitem die reichste und übertrifft mit ihren enormen Besitztümern sogar die kaiserliche Familie. Die Romanows waren sehr reich, aber mein Vater hat mir immer gesagt, dass die Jusupows viel mehr Land und Geld hatten. Ich glaube, dass Felix Jusupow 40 Ländereien in Russland besaß, die ihm zur Verfügung standen, plus einige Paläste. Die private Schmuck- und Kunstsammlung der Jusupows ist unübertroffen und es gibt nur einen Erben, den Sohn Felix. Der Reichtum der Familie Jusupow war legendär und auch Felix selbst war zu seinen Lebzeiten und auch danach eine Art Legende. Felix ging in seiner Jugend nach Oxford und er war sehr gut aussehend. Und er hatte Beziehungen. Heutzutage würde man sagen, dass er bisexuell war. Damals gab es so etwas noch nicht. Er hatte Beziehungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen in Oxford. Er rauchte Opium und trank viel. Er verhielt sich wie im 21. Jahrhundert und war seiner Zeit voraus. Felix testet die Grenzen des guten Benehmens gründlich aus. Er tritt heimlich als Sängerin in einem Nachtclub auf und geht in den Kleidern und mit dem Schmuck seiner Mutter in die Oper. Einmal endet das fast in einer Katastrophe. Einmal ging mein Großvater mit seinem Bruder Nicolas in die Oper und er verkleidete sich als Frau. Er legte den Schmuck seiner Mutter an, Perlen, Ohrringe und los ging es. Edward VII. War an diesem Abend auch anwesend. Und als er diese schöne Frau sah, wollte er wissen, wer sie war. Jemand sagte es meinem Großvater und er eilte hinaus, weil er glaubte, er könnte Ärger bekommen. Es ist sehr wichtig, dass der reiche Felix standesgemäß heiratet. Und Dagmars Enkelin Irina, die Nichte von Nikolaus II., ist eine passende Partie. Sie wollten, dass er heiratet und einen Erben zeugt. Und er hatte es auf meine Tante abgesehen und verliebte sich total in sie. Mein Großvater, Großfürst Alexander, war nicht sehr begeistert, weil er so viele Gerüchte über den Lebensstil von Felix gehört hatte. Er hat meiner Tante Irina, die in der Familie immer Titi genannt wurde, tatsächlich alles erzählt. Er hat ihr nichts vorenthalten. Sie hat es akzeptiert, also haben sie geheiratet. Und ich glaube, sie waren sehr glücklich. Felix und Irina heiraten im Jahr 1914. Bei der Hochzeit trägt Irina ein sehr modernes Diadem, ein Geschenk von Felix' Mutter. Cartier hat das Diadem aus gepresstem Kristall hergestellt und beim französischen Juwelier Chaumet wartet ein weiteres, exquisites Geschenk auf die junge Braut. Felix Jusupow und meine Tante Irina fuhren 1914 auf Hochzeitsreise nach Paris. Und dort schenkte er meiner Tante als Hochzeitsgeschenk ein berühmtes Diadem. Das Sunburst-Diadem, wirklich sehr schön. Es glitzerte und sah fantastisch aus. Als er es ihr überreichte, sagte er, dass sie keinen Schmuck bräuchte, um noch schöner zu werden. Und das war auch gut so, denn später, nach der Revolution, hatte sie keine Juwelen mehr, weil sie für Essen verkaufen musste. Anlässlich der Hochzeit stellt der französische Juwelier Chaumet die Schmuckstücke aus, die er für Irina angefertigt hat. Später macht Felix ein Sammelalbum von den Juwelen. Es gibt ein Familienalbum, in dem Sie die Hochzeitsgeschenke meiner Großmütter sehen. Mein Großvater hat sie gefärbt, sodass man sehen kann, ob es Smaragde oder Saphire sind. Er hat den Karatwert jedes einzelnen notiert. 12 Karat, 3 Karat oder 24 Karat. Es ist ein sehr interessantes Album, in dem wir all diese schönen Juwelen sehen können. Felix' Juwelensammlung ist einzigartig und enthält unter anderem die berühmte La Peregrina-Perle. Mit ihrem extrem seltenen Glanz ist sie die exquisiteste Perle, die die Welt je gesehen hat. Die Perle ist seit mindestens 1660 bekannt und befindet sich sowohl im Besitz der spanischen als auch der französischen Königsfamilie. 1826 wird sie von Felix' Großmutter Tatjana Jusupow gekauft, die sie in ihrem rechten Ohr trug. Die Kunst, Perlen zu sehen, wurde erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt. Aus diesem Grund waren Perlen vor dieser Zeit extrem selten und genauso wertvoll wie Diamanten.
Es gibt diese kleine Geschichte, die ich liebe. Mein Urgroßvater brachte La Peregrina zu Cartier, um sie schätzen zu lassen. Als Cartier, der die Perle gut kannte, sie sah, sagte er, Sie sind ein Dieb. Denn er kannte meinen Urgroßvater nicht. Also rief er sowohl die Polizei als auch meinen Großvater an. Die Polizei kam und mein Großvater kam und rettete seinen Vater. Felix und Irina sind viel in Europa unterwegs. Und da sie nicht zum inneren Kreis der kaiserlichen Familie gehören, können sie sich zu Beginn der Revolution frei bewegen. Er hat vor der Revolution eine Menge Kunstwerke und Juwelen aus Russland mitgenommen. Er besaß ein Haus in der Schweiz mit einem Auto. Er besaß ein Appartement in Paris und ich glaube auch eins in London. Er wusste nicht, dass es eine Revolution geben würde, aber er brauchte seine schönen Dinge um sich herum. Nur wenige Menschen wissen, dass der Thronfolger, der Zarensohn Alexei, an Hämophilie leidet. Der geheimnisvolle Mönch Rasputin ist bei der Zarenfamilie eingezogen. Die hoffte, dass er den Jungen retten kann. Doch Rasputin scheint immer mehr Einfluss auf Nikolaus II. Zu gewinnen, was viele Leute beunruhigt. Darunter auch den sonst so unbekümmerten Felix Jussupow. Felix und Großfürst Dimitri beschlossen, Rasputin, der damals der persönliche Guru des Zaren und der Zarin war, zu beseitigen. Ganz Russland war diesem Mann gegenüber sehr misstrauisch. Und Felix gefiel die Macht nicht, die er über den Hof zu haben glaubte. Also beschlossen er und der Großherzog, ihn loszuwerden, was sie schließlich auch taten. Sie haben ihn getötet, indem sie ihn vergifteten und 3-mal auf ihn schossen. Nikolaus II. Steht vor großen Herausforderungen. Streiks breiten sich aus, von den Eisenbahnen über die Fabriken bis hin zu den öffentlichen Einrichtungen. Die Menschen frieren und verhungern. Großherzogin Wladimir ist nicht beeindruckt von ihrem Neffen Nikolaus II. Und seinen Fähigkeiten, das Land zu regieren. Sie macht sich große Sorgen um die Zukunft der kaiserlichen Familie in Russland. Die Lage in St. Petersburg ist angespannt und sie beschließt, in den Kurort Kislowodsk zu fahren. Sie fühlte sich bedroht, unsicher und verletzlich. Also ging sie in den Kaukasus. Sie ließ all ihre Besitztümer zurück, denn alle dachten, sie kämen in ein paar Monaten zurück, wenn die Sache vorbei war. Dies wird das letzte Mal sein, dass die Großherzogin St. Petersburg sieht. Sie hat alle ihre Juwelen in einem geheimen Safe hinter der Wand ihres Boudoirs im Wladimir-Palast deponiert. 1917 wird das kaiserliche Regime endgültig gestürzt. Nikolaus II. Wird zur Abdankung gezwungen und bald darauf bricht die russische Revolution unter der Führung von Trotzki und Lenin aus. Im August wird die kaiserliche Familie nach Sibirien verbannt. Sie reisten mit einem ganzen Zug voller Gepäck ab. Und in dem Gepäck befanden sich eine Menge Juwelen, Berge von Juwelen. So kamen sie an der ersten Station ihres Exils an, in Tobolsk in Sibirien. Und dort waren sie zwar Gefangene, aber unter recht normalen Bedingungen. Sie konnten geistliche Priester und Nonnen aus den Klöstern in der Umgebung empfangen. Alle halten sich tapfer, weil sie glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie befreit werden. Aber Nikolaus II. Beschließt trotzdem, einen großen Teil ihrer Juwelen zu verstecken.
Sie steckten sie in Kisten und baten die Priester und Nonnen, sie in den Klöstern in der Umgebung zu verstecken. 8 Monate später wird die Familie nach Jekaterinburg gebracht, wo sie im Ipatjew-Haus, dem sogenannten Haus der besonderen Verwendung, eingesperrt wird. Als sie dort ankamen, wussten sie, dass die Bedingungen anders waren. Um ihre Juwelen und Edelsteine zu verstecken, nähen die Frauen der Familie sie in ihre Korsetts ein. Eines Nachts wird die Familie geweckt und in den Keller gebracht. Dort werden Nikolaus II., seine Frau und ihre 5 Kinder hingerichtet. Als Nikolaus II. Und seine Familie im Keller von einem Erschießungskommando ermordet wurden, prallten die Kugeln von den Körpern der Mädchen ab. Die Wachen verstanden nicht, wie das passieren konnte. Sie waren bewusstlos, aber nicht tot. Und so mussten sie tatsächlich mit dem Bajonett erstechen. Die Hinrichtung dauert mehr als 20 Minuten. Später werden die in die Kleidung eingenähten und im Haus versteckten Juwelen gefunden. Alles, was im Ipatjew-Haus und in der Grube der Mine gefunden wurde, wurde verpackt und mit der transsibirischen Eisenbahn nach Wladiwostok geschickt. Aber die Juwelen waren verschwunden. Jemand muss sie gestohlen haben. Keiner weiß wie. Ein Großteil der Juwelen aus Tobolsk, dem ersten Aufenthaltsort der kaiserlichen Familie, tauchen ebenfalls auf. Eine Nonne bricht nach langer Folter zusammen und verrät, wo sich die Wertsachen befinden. 4 mit Juwelen gefüllte Behältnisse werden ausgegraben. Die Juwelen wurden genommen, fotografiert und sind dann wieder verschwunden. Gestohlen. Aber nicht alle kaiserlichen Juwelen werden gefunden. Die anderen Kisten sind noch in Tobolsk, irgendwo in den Klöstern in der Umgebung. 2 so große Kisten voller Juwelen. Wir wissen nicht wo. Im Kaukasus wird Großherzogin Wladimir klar, dass sie nicht nach St. Petersburg zurückkehren kann, wo sie Geld und Juwelen im Safe des Wladimir-Palastes eingeschlossen hatte. Sie war fest entschlossen, diese Juwelen herauszuholen. Und dabei wurde sie von ihrem Sohn Boris unterstützt. Und sie hatten einen Freund namens Albert Stopford, der ein bemerkenswerter Typ war. Trotz seines eher dandyhaften Aussehens hatte er einen starken Charakter und war ein ziemlich mutiger Mann. Albert Stopford ist Brite und kann sich aufgrund seines Diplomatenstatus im chaotischen Russland frei bewegen. Er kleidet sich wie ein Handwerker und schleicht sich nach Einbruch der Dunkelheit in den Wladimir-Palast. Er ging also nachts hinein, nahm 2 große Gladstone-Taschen mit, ging zum Safe und nahm alles heraus. Und er schaffte es, die Taschen mit den Juwelen zu bekommen. Eine davon enthielt 25 Diademe. Es war also eine delikate Fracht, zerbrechlich und schwer. Und wie soll man so tun, als sei man ein Handwerker, der eine Tasche mit altem Klempnerwerkzeug trägt, wenn man in Wirklichkeit diese Art von Fracht transportiert? Und das war noch der einfache Teil. Denn dann hatte er 2 große Probleme: Juwelen und Bargeld. Das Geld musste zu ihr gebracht werden und die Juwelen mussten raus aus Russland. Stopford läuft Gefahr, erschossen zu werden, sollte er mit den Juwelen gefüllten Taschen erwischt werden. Angeblich versteckte er sie beim Direktor der Kaiserlichen Akademie der Künste. Die Bolschewiken hatten ein Auge auf Stopford geworfen, so dass er Probleme hatte, die Juwelen der Großherzogin aus Russland herauszubringen.
Doch schließlich bietet sich eine Lösung an. Die britische Marine hat in dem Gebiet ein Manöver abgehalten und zieht ihre Truppen zurück. Der Zufall will es, dass einer der Marinesoldaten ebenfalls Stopford heißt. Als Ablenkungsmanöver wird dieser Marinesoldat über Sibirien, Japan und Amerika nach England zurückgeschickt. Und am nächsten Tag holt Stopford, der Gentleman, die Juwelen in der Akademie der Künste ab und reist die kurze Strecke quer durch Europa nach England, wo er die Wertgegenstände in einem Bankschließfach deponiert. Mehrere Mitglieder der kaiserlichen Familie stehen auf der Krim unter Hausarrest, weit weg von den Unruhen in den Großstädten. Die meisten Großherzoginnen, die wohlhabenden und berühmten Familien, hatten ein Haus auf der Krim. Es war wie ein zweites St. Petersburg, das dort entstand. Nach der Ermordung von Rasputin sind Felix und Irina Jussupow auf der Krim in ihrer großen Sommerresidenz. Aber das Paar steht nicht wie andere Mitglieder der kaiserlichen Familie unter Hausarrest. Da er kein kaiserlicher Prinz war und meine Tante als nicht kaiserlich galt, weil sie ihn geheiratet hatte, wurde Felix von den Bolschewiken als nicht so wichtig angesehen. Oder nicht so wichtig wie die Romanows. So konnte er von Moskau über St. Petersburg bis auf die Krim reisen, ohne beobachtet zu werden. Im Gegensatz zu meiner Urgroßmutter Maria Dagmar, die auf ihrem Landgut unter Hausarrest stand. Irinas Großmutter, die Kaiserwitwe, hat ihren größten und prächtigsten Juwelen in St. Petersburg gelassen, da sie dachte, ihr Aufenthalt auf der Krim würde nur kurz sein. Sie hatte nur ihren Alltagsschmuck mit auf die Krim genommen. Felix beschließt, Dagmars Juwelen aus St. Petersburg zu holen, unter anderem ihr Lieblingsdiadem mit Perlen und Diamanten. Felix ging zum Palast in St. Petersburg, um nach ihren Juwelen zu suchen. Und er stellte fest, dass ihre großen Schmuckstücke bereits gestohlen worden waren. Er war also in der unglücklichen Position, dass er zurück auf die Krim musste, um meiner Urgroßmutter zu sagen, dass die Juwelen gefunden wurden und weg waren. Dagmar weigert sich zu glauben, dass ihr Sohn tot ist. Der brutale Mord an Nikolaus II. Und seiner Familie besiegelt den endgültigen Untergang des Russischen Reiches. Die Lage ist chaotisch und im April 1919 beschließt Dagmars Neffe, der englische König, seine Tante und ihre Familie aus Russland herauszuholen. König George V. schickte das Schlachtschiff Marlborough, das Felix und meine Tante, die Zarin, meine Großmutter und alle jüngeren Kinder meiner Großmutter sowie einige andere Großherzöge und Großherzoginnen an Bord nahm. Es war wohl voll bis oben hin. Die Kaiserwitwe erweist sich als ziemlich widerspenstig, als der Kapitän sie an Bord holen will. Er sagte, sieh mal, die Bolschewiken sind ein paar Meter die Straße hinunter. Und wenn sie dich finden, werden sie dich töten. Du hast keine Wahl. Am Ende stimmte sie zu, mitzugehen. Sie stand auf dem Heck dieses großen Kriegsschiffs, der Marlborough, und sie fuhren davon. Sie ließ Russland nicht aus den Augen. Und sie passierten ein anderes Schiff mit Weißrussen an Bord. Und als sie sahen, wer es war, der am Heck stand, stimmten sie die russische Zarenhymne an. Dann kam sie zurück nach London und sie wurde zu einem ziemlichen Ärgernis, sodass sie ganz froh waren, sie zurück nach Dänemark zu bringen. Als Kaiserin von Russland trägt Dagmar prächtige Juwelen. 1919 ist sie zurück in ihrer Heimat und hat nur ihren Alltagsschmuck. Sie hat nicht einmal ein Diadem.
Meine Urgroßmutter Maria Dagmar hatte nur ihre kleinen Schmuckstücke, obwohl die ich gesehen habe, verglichen mit dem Schmuck der meisten anderen Menschen, ziemlich groß waren. Das waren so kleine Feinheiten, die man jeden Tag trägt. Und nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Töchter lebten 50 Jahre lang von diesen kleinen Kästchen mit nichts. Zurück im Kaukasus hört die Großherzogin Wladimir die schreckliche Nachricht von der Hinrichtung der kaiserlichen Familie und dass Kaiserin Dagmar abgereist ist. 1920, als die Lage in Russland sehr schwierig war, wurde der Großherzogin Wladimir geraten, Russland zu verlassen. Sie können hier nicht bleiben, sagten sie. Und sie erwiderte, mein Sohn ist der Thronfolger, ich kann Russland nicht verlassen, denn er wird der nächste Zar sein. 1920 muss die Großherzogin Wladimir akzeptieren, dass sie Russland verlassen muss. Es ist einfach zu gefährlich für sie zu bleiben. Sie reist die 800 Kilometer zum Schwarzen Meer in ihrem eigenen Zug. Sie schaffte es schließlich, Russland über Anapa zu verlassen. Und sie fuhren dann tatsächlich nach Italien. Die Alternative war, direkt nach Konstantinopel zu fahren, weil das ein direkterer Weg war. Aber sie suchten nach Flüchtlingen. Sie fand das viel zu schändlich und würdelos. Also fuhren sie stattdessen auf einem italienischen Schiff, das nicht durchsucht wurde. Ihr guter Freund Albert Stopford empfängt sie in Venedig. Er begleitet sie in den französischen Ort Contreville, wo sie schon mehrmals zur Kur war. Und als sie in Contreville ankam, mit all dem Druck und all den Schrecken und all den Zweifeln und all dem Wandel und dem Verlust ihrer Lebensumstände, war sie sehr schwach. Sie starb dort 1920. Die Großherzogin wird in der russisch-orthodoxen Kirche beigesetzt, die sie 9 Jahre zuvor selbst gebaut hatte. Felix und Irina, die mit Dagmar aus Russland geflohen sind, haben sich in Paris niedergelassen. Genau wie die Kaiserwitwe sind sie nicht in der Lage, die enorme Juwelensammlung der Familie aus dem Land zu bringen. Doch bei ihrer Ankunft in Paris erwartet sie eine angenehme Überraschung. Ich bin mir nicht sicher, ob es Cartier oder Chaumet war. Aber als meine Großeltern in Paris ankamen, erhielten sie einen Anruf, in dem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie eine große Kiste voller Edelsteine und Diamanten hätten. Es war ein Geschenk des Himmels, denn sie hatten völlig vergessen, dass sie diese Juwelen bei Chaumet oder Cartier deponiert hatten. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden es war. Sie hatten die Mittel, um gut zu leben. Und wenn sie kein Geld mehr hatten, verkauften sie ein Schmuckstück. Alles in allem hatten sie also ein angenehmes Leben. Natürlich mit Höhen und Tiefen. Die meisten der Familienjuwelen sind in den Palästen der Jusupows in Russland versteckt. Felix hatte 1917 begonnen, die Familienschätze zu verstecken. Felix hatte eine unglaubliche Menge an Wertgegenständen. Nicht nur die erstaunlichste Juwelensammlung, sondern auch Gemälde, Kunstwerke und Porzellan. Er beschloss, da er sehr weitsichtig war, dass es das Beste war, sie zu verstecken, indem er geheime Räume baute. Die Diener, die das für ihn taten, waren sehr vertrauenswürdig. Sie versteckten eine unglaubliche Menge. Über 1000 Gemälde kamen in diese Räume, versteckt in verschiedenen Teilen des Palastes. Der sowjetische Staat hat alle Häuser der Jusupows übernommen und verwandelt sie in öffentliche Einrichtungen. In dem Moskauer Palast macht einer der Arbeiter einen wichtigen Fund. 1925 gab es ein Problem mit den Wasserleitungen im Haus. Und man fand den ganzen Schmuck und das Tafelsilber und so weiter, das meine Großeltern unter der Treppe versteckt hatten, in der Hoffnung, es zu finden, wenn sie aus dem Exil zurückkommen.
Unter den Juwelen, die sie fanden, war auch das Sunburst-Diadem, das er meiner Tante zur Hochzeit geschenkt hatte. Das Sunburst-Diadem von Chaumet, die vielen einzigartigen Diamantketten, das Cartier-Kristalldiadem sowie zahlreiche Juwelen von höchster Qualität sollten nun für immer verloren sein. Auf einem der Fotos, die wir in den Zeitungen gesehen haben, hatten sie den ganzen Schmuck zusammen mit dem Silberbesteck und anderen Dingen auf einem Tisch ausgebreitet. Auf dem Foto kann man sehen, wie sie die Edelsteine aus dem Schmuck herausnehmen, um sie aufzubewahren. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie aus dem Diadem von Irina die Smaragde und Diamanten entfernt werden. Die Bolschewiken wollten die kleinen Juwelen nicht. Sie wollten nur die großen Steine, die so groß wie Taubeneier und Kirschen waren. Was sie also mit den kleinen gemacht haben, weiß ich nicht. Aber sie haben alle großen Steine herausgeholt, die versteigert wurden, um Geld zu machen. Nach der Beschlagnahmung ist alles, was Felix von den brutal zerstörten Juwelen bleibt, die Erinnerungen und die Zeichnungen in seinem Sammelalbum. Das ist eines der wenigen Dinge, die Yusupow aus Russland mitnahm. Rund 60 Jahre nach seiner Hochzeit malte er auf die Zeichnungen die Farbe der Steine. Denn er erinnerte sich daran, dass die eine Parüre aus Smaragden und die andere aus Saphiren bestand. Also malte er rot, blau, weiß, grün, was auch immer, um daran zu erinnern, wie die Steine aussahen, 60 Jahre nach seiner Heirat. Felix hält bis zum bitteren Ende an der schönsten Perle der Welt, La Peregrina, fest. Doch 1953 ist er gezwungen, auch diese zu verkaufen. Die Perle taucht erst 1987 wieder auf, als sie bei Christie's für $463.800 verkauft wird. Der Käufer ist anonym und das Schicksal der Perle ist unbekannt. In kürzester Zeit hat die sowjetische Regierung Juwelen, Edelsteine, Gold, Silber und Kunst im Wert von Milliarden von Dollar beschlagnahmt. Das Sowjetregime war bankrott. Es gab kein Geld und sie wurden von allen Seiten angegriffen. Von den Weißrussen, von den Briten, von den Franzosen. Ich meine, sie standen kurz vor dem Zusammenbruch. Also brauchten sie Geld. In den 20er Jahren war Emanuel Snowman, der Besitzer von Gwardsky, einer der ersten, der alle Kunstwerke meiner Familie aufkaufte. Insbesondere die Fabergé-Eier. Snowman darf 12 Eier kaufen. Heute gelten die Fabergé-Ostereier als fast unersetzlich. 2004 kauft der russische Geschäftsmann Viktor Vekselberg 9 Fabergé-Eier von einem amerikanischen Sammler für $90 Millionen. Sie befinden sich jetzt alle in einem Museum in Russland, wegen der Großzügigkeit dieses Mannes. Er wollte, dass sie in ihre Heimat zurückkehren. Die Sowjetunion braucht enorme Geldsummen für Propaganda und ihr Ziel, die Weltrevolution. Die kaiserlichen Juwelen bringen ein Vermögen ein, wenn sie in verschiedenen Auktionshäusern in ganz Europa verkauft werden. Das war der beste Weg, um möglichst viele Käufer auf sich aufmerksam zu machen. Über einen privaten Käufer hätte es Jahre gedauert, denn es war eine solche Menge an Juwelen, dass niemand das Geld gehabt hätte, sie zu kaufen. Es war also besser, in der ganzen Welt dafür zu werben, dass die russischen Juwelen verkauft werden. Und das würde die Aufmerksamkeit von Käufern in der ganzen Welt auf sich ziehen. Und so war es auch. Die kaiserliche Pracht wird an den Meistbietenden verkauft.
Kaiserin Dagmars Diadem mit Perlen und Diamanten, das Felix vergeblich im Palast zu finden versucht hatte, wird im Auktionshaus Christie's versteigert. Und es wurde seinerzeit von Gladys, Herzogin von Marlborough, gekauft. Gladys ist aus Amerika nach London gekommen und hat den 9. Herzog von Marlborough geheiratet. Die Ehe hielt nur kurz. Und so war das Diadem von Kaiserin Dagmar auch nur kurz in ihrem Besitz. Es wanderte von einem zum nächsten. Und die letzte Besitzerin, die letzte Käuferin war Madame Imelda Marcos. Und es soll sich immer noch in ihrem Safe befinden. 1978 hat die First Lady der Philippinen keine Zweifel an der besonderen Geschichte dieses Diadems und sie musste es einfach haben. Dagmars Diadem, das sich jetzt im Besitz von Imelda Marcos befindet, ist eines der vielen Schmuckstücke, das vor der großen Versteigerung ausgestellt wurde. Nur wenige der kostbaren Gegenstände aus dieser Ausstellung existieren heute noch. Die sowjetische Regierung verkaufte alle Juwelen, die sie besaß. Und sie verkauften die Krone, die die letzte Kaiserin bei ihrer Krönung getragen hatte. Als man die Familie losgeworden war, hatte es keinen Sinn, die Juwelen zu behalten, da man das Geld brauchte. Eine der Kronen der Kaiserin wird verkauft und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die diamantbesetzte Brautkrone, die alle Großherzoginnen an ihrem Hochzeitstag trugen, kann man im Hillwood Museum in Washington, D.C. besichtigen. Das Seltsame ist, dass Trotzki darauf bestand, die historischen Stücke zu behalten. Die Erinnerungen an das Reich hätten sie schmerzen müssen, aber sie haben sie behalten. Die riesige Zarenkrone und die Insignien, die Nikolaus II. Bei seiner Krönung 1896 trug, sowie die verbliebene Kaiserkrone sind heute im Moskauer Kreml ausgestellt. Das schwedische Außenministerium räumt eines seiner Archive auf und findet dabei 2 Kissenbezüge mit der Aufschrift Eigentum der Großherzogin Wladimir. Darin befinden sich mehr als 100 wertvolle Gegenstände, von denen viele von den besten Kunsthandwerkern Russlands hergestellt wurden, Fabergé und Bollin. Das sind keine Juwelen, das ist Männerschmuck. Vieles davon gehörte meinem Urgroßvater. Es sind Zigarettenetuis, Manschettenknöpfe, alles, was Männer tragen würden. Der Direktor der Akademie der Künste in St. Petersburg kümmert sich um die Kissenbezüge, nachdem Stopford sie zusammen mit den Juwelen der Großherzogin aus dem Wladimir-Palast geschmuggelt hatte. Nach der kommunistischen Machtübernahme übergibt der Direktor sie der neutralen schwedischen Gesandtschaft in der Stadt, die sie per Kurier ins Archiv nach Stockholm schickt. Und dann riefen sie Prinz Nikolai Romanow an. Sie sagten ihm, wir haben all diese Schätze gefunden nach 90 Jahren. Und sein erster Gedanke war, was um Himmels Willen die Schweden 90 Jahre lang mit ihnen gemacht hatten. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen bei Sotheby's zur Versteigerung von Wertgegenständen aus dem Hause Romanow. Ich habe noch nie so einen Kopfkissenbezug gesehen, aber das hier war darin und wir starten mit 3.500. Verkauft, vielen Dank. 500.000. Bietet jemand mehr als 500.000? 500.000 ist das Angebot. Letzte Chance. Verkauft, vielen Dank. Wir haben beschlossen, dass es das Beste wäre, sie zu verkaufen. Und sie wurden von Sotheby's verkauft. Und es war außergewöhnlich. Ich ging zu Sotheby's und schaute sie mir an. Und eins war besonders erstaunlich. Es gab eine Box, eine kleine Schachtel, ungefähr in der Größe, mit 2 kleinen Porträts meiner Großeltern. Es war ziemlich außergewöhnlich. Eine Art gestreifte Schachtel von Fabergé, die für Wladimir gemacht worden war. Es ist sehr ungewöhnlich, etwas aus dieser Zeit zu finden, das noch nie zuvor gesehen wurde. Das gab es so noch nicht und das nach 90 Jahren. Die Fundstücke haben also ein großes Interesse geweckt. 350, 380, 400. Schade, dass es sich keiner von uns leisten konnte.
Der Verkauf brachte 7 Millionen Pfund ein. Nach dem Tod der Großherzogin Wladimir im Jahr 1920 erben ihre 4 Kinder die prächtigen Juwelen, die Stopford unter Einsatz seines Lebens aus Russland geschmuggelt hatte. Ihm ist es zu verdanken, dass die englische Königin Elizabeth heute das berühmte Wladimir-Diadem tragen kann. Willkommen, Eure Durchlaucht, zum ersten offiziellen Besuch im Vereinigten Königreich. Keiner der imposanten Juwelen der Großherzogin befinden sich heute im Besitz ihrer Nachkommen. Die Kinder müssen sie verkaufen, um zu überleben. Neue Besitzer fanden sich diskret überall auf der Welt in den Kundenkarteien von Cartier. Unter den verkauften Juwelen befand sich auch das berühmte Smaragdkollier der Großherzogin Wladimir. Ein Teil davon wurde von Cartier für Barbara Hutton neu eingefasst. Ein anderer Teil davon endete in einer Fassung für Elizabeth Taylor, die die Smaragde der Großherzogin Wladimir trug. Es ist Elizabeth Taylors Ehemann Richard Burton, der die seltenen Smaragde kauft und sie seiner Frau schenkt. Das beeindruckende Saphir-Diadem der Großherzogin wird an König Ferdinand von Rumänien verkauft, der es seiner Frau Marie schenkt. 1931 schenkt Marie von Rumänien das Saphir-Diadem ihrer Tochter Ileana zur Hochzeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg flieht Ileana mit ihrer Familie aus Rumänien. Sie lassen sich in Amerika nieder. Und um Geld für die Ausbildung ihrer Kinder zu verdienen, verkauft Ileana das Diadem. Wahrscheinlich wurden die Edelsteine später einzeln verkauft. Das Diadem wurde seitdem nie wieder gesehen. Großherzogin Wladimirs Tochter Helena, die mit ihrem Mann, Prinz Nikolaus von Griechenland, im Exil lebt, verkauft das Lieblingsdiadem ihrer Mutter, das Wladimir-Diadem, für 28.000 Pfund an Königin Mary von England. Königin Mary trägt ihr neues Diadem bei der Eröffnung des britischen Parlaments im Jahr 1924. Es ist ein wunderschönes Diadem, das in der Familie wandelbares Diadem genannt wird, weil es riesige Ringe aus Diamanten hat. Und in den Ringen kann man einen Tropfen einsetzen. Es hatte Perlen und Smaragde. Man nannte es ein wandelbares Diadem, weil man alle Tropfen herausnehmen und eine andere Farbe hineinstecken konnte, wenn man Lust dazu hatte. Königin Mary fügt dem Diadem eine neue Variante hinzu. 100 Jahre zuvor hat ihre Großmutter 40 Smaragde bei einer Wohltätigkeitslotterie gewonnen. Und Marys unverheirateter Bruder Frank hat sie alle seiner Geliebten geschenkt. Nach seinem Tod im Jahr 1910 gelingt es Mary, die Cambridge-Smaragde zurückzubekommen. Und sie sind nun in das Wladimir-Diadem eingepflegt. Heute ist es Königin Marys Enkelin, Königin Elizabeth, die zweite, die das Diadem häufig trägt. Das Wladimir-Diadem ist das letzte der großen Schätze, die die Geschichte der einzigartigen Juwelen erzählen, die einst im Reich der Zaren gefunden wurden. Heute sind die meisten dieser kaiserlichen Meisterwerke entweder gestohlen, zerstört oder ganz verschwunden. Doch ganz gleich, wo sie sich heute befinden, sie sind stumme Zeugen sowohl der Pracht als auch des Untergangs des Zarenreiches.